So, jetzt hat mich gerade meine GoPro im Stich gelassen. Ich hatte 3 Akkus eingepackt, aber alle 3 sind leer nach dem Nachtaufstieg zum Brocken, zum Sonnenaufgang. Die Kälte macht sich bemerkbar. Ich hätte doch 4 Akkus einpacken sollen. Na gut, Lost Places im Hochharz. 700 Meter vom Brockengipfel und 100 Meter von der Eisenbahnstrecke entfernt, nördlich vom Brocken, ist eine Stelle. Also ihr seht es schon, hier wächst nichts. Das liegt daran, dass hier 1945 mal ziemlich viel Öl ausgelaufen ist. Und zwar ist hier ein deutscher Jagdflieger im April 1945 abgestürzt. Ich war vor 10 Jahren einmal hier, hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt noch mal herkomme. Und hier die Schneise kann man noch so ein bisschen erkennen. Das ist die Schneise, die das Flugzeug damals in den Wald gerissen hat, der kam hier aus der Richtung, also aus Richtung Nordwest ungefähr. Ist hier durch den Wald gekracht und hier aufgeschlagen. Wahrscheinlich ist die Maschine ausgebrannt. Ich weiß nicht, was aus dem Piloten geworden ist. Wahrscheinlich hat das wohl nicht überlebt. Und als ich vor 10 Jahren das Video reingesetzt habe, war ein paar Wochen später gleich ein Militaria-Plünderer hier. Wurde mir gesagt, ich habe die Koordinaten auch bloß von einigen Harzern. Und ja, das sind hier so die letzten Überreste. Hier ist geschmolzenes Aluminium. Ja. So sieht geschmolzenes Aluminium aus. Flugzeugaluminium. Liegt hier noch ziemlich viel rum. Ansonsten hier ist noch ein bisschen verrosteter Stahl. Ja, ansonsten ist nichts mehr da. Ich weiß gar nicht, ich glaube vor 10 Jahren war noch ein bisschen mehr da, aber das war mehr oder weniger bloß Metallschrott. Ich glaube von der Flugzeugkabine noch ein bisschen. Ja, die Sonne geht gerade auf. Ich habe gerade den Sonnenaufgang hier beobachtet. Ja, na gut, Videoqualität ist hier nicht ganz so toll, weil er bloß in 30 FPS filmt hier meine Canon PowerShot. Machen wir noch mal kurz einen Überblick. Ups, jo, so. Hui, da bin ich. So, und hier ist die Stelle, 4 mal 4 Meter ungefähr, in der Nähe vom Schneelauchweg. Sehr schwer zu erreichen, also ich habe schon gedacht, hier kommt man sowieso nicht mehr her, weil der tote Wald ja jetzt hier überall rumsteht. Aber das ist hier in einem Bereich, wo die Bäume relativ niedrig sind und die sind größtenteils noch nicht umgefallen, deswegen kommt man noch hin. Aber wenn die in ein paar Jahren auch alle mal umgefallen sind, dann ist das hier auch vorbei, dann kommt hier keiner mehr her. Deswegen ist das hier eine historische Dokumentation. Könnt ihr euch in der Zukunft anschauen, solange es meinen Kanal noch gibt, wer weiß. Ja, und dann vielleicht kommt noch mal jemand her, keine Ahnung, aber die Bäume fallen bald um und dann ist hier Mikado-Wald. Dann wird es schwierig. So, und da oben ist der Brocken, genau 700 Meter Luftlinie.